Hey Raf, Hey Miki! hast du heute schon über Filme geredet? Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Lass uns über Filme reden. Genau. Und heute ist die Wahl auf einen Film namens Serial Mom gefallen. Von Ja, niemand bitte. geringere... Ja, Ich wollte du hast nicht mich dazwischen so quatschen. Hallo, auch von meiner Seite. Also, ich wollte Stimmt, nur da ist nicht noch einer da. unterbrechen, Genau. ja, du hast mich Wir so sprechen heute erwartungsvoll wieder über Filme. angeguckt. Genau. Wir haben uns heute spontan mehr oder weniger eingefunden und haben nochmal eine kleine Aufnahme zwischengeschoben. Mhm. Und was auf jeden Fall für mich ein bisschen anders ist, ich bin diesmal sehr unvorbereitet in das Thema reingegangen und ich habe keine Notizen. Keine Notizen. Ja, also ich bin gespannt. Aber ist ja trotzdem immer ein lockerer Plausch mit dir, deswegen. Ja, und ich war auf jeden Fall sehr begeistert, weil das tatsächlich mal wieder ein Film war, den du nicht kanntest. Ja. Das ist, glaube ist auch ich, selten. von den Aufnahmen, die wir bisher hatten, das zweite Mal. Ich glaube, den einzigen, den du davor Jack. nicht kanntest, war so Haus der Jack Bild. Genau, Sonst, das ist richtig. sonst kanntest du alles, meine ich. Ja, und wir haben ja schon hunderte Sachen aufgenommen. Ja, je nachdem, wann in der Timeline das jetzt veröffentlicht wird. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie was Jahresende-mäßiges sein wird. Genau, soweit sind wir noch nicht, aber 100 Folgen werden wir leider auch noch nicht aufgenommen haben. Genau, aber heute Serial Mom von 1994 von niemand Geringerem als John Waters. Und ja, der Name mag dem einen oder anderen was sagen. Meine Story zu dem Film, wie ich den das erste Mal gesehen habe, das war im Fernsehen und wenn ich mich richtig erinnere, war es auf Vox. Irgendwann relativ spät. Ja, das passt auch irgendwie zu Vox. Das ist ein Vox-Film. Schon, ne? Ja. Ich finde auch. Ja, Das ist eindeutig Total. so. Ich weiß nicht, was also manche Filme, heutzutage ich weiß nicht, ob läuft. ihr das so verstehen könnt oder ob du das verstehst, wenn ich jetzt einfach mal sage. Aber es gibt Filme, da hat man einfach einen bestimmten Fernsehsender im Kopf. Also aus der Zeit, wo es noch reguläres Fernsehen im normalen Maß gab. Mhm. Und es gibt Filme, die verbindet man mit einem bestimmten Sender. Nicht nur, weil die da gelaufen sind, sondern weil die auch einfach potenziell einfach das Schema ist, was bestimmte Sender dann abgreifen. Das ist schon krass. Ja, absolut. Das ist verrückt. Also für mich ist das wirklich so. Also es gibt für mich Filme, die sind so direkt mit ProSieben verhaftet Ja. oder mit RTL. Und damit meine ich jetzt nicht RTL-Produktionen, ne? Sondern Ich weiß, meine sondern wirklich Sachen, die da halt liefen. Genau. Da fallen mir jetzt so aus dem Kopf Sat.1 Filmfilm. welchen Film ich sofort mit RTL verbinde, oder welche Filme, aus welchen Gründen auch immer, ist Meine teuflischen Nachbarn und The Frighteners. Ja, und Die Dirty immer auf Dancing. RTL. Hm? Dirty Dancing würde ich auch mit RTL verbinden. Oh, da habe ich die Connection nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ja, und bei ProSieben auf jeden Fall auch aufgrund der ganzen Sachen. Wenn man früher in den 90ern Horrorfilme im Fernsehen sich gerne angeguckt hat, dann lief auf ProSieben sehr viel, aber es war halt alles immer zur Hölle gekürzt und da war ProSieben auch der Feind. Ja, wobei ProSieben war schon mein Lieblingssender früher. Aus diversen Gründen. Also Ja, ja. Simpsons damals waren spitze. Ja. Da liefen die Star Wars Sachen, die Indiana Jones Sachen. Mhm. Predator habe ich, glaube ich, auch das erste Mal auf ProSieben gesehen. Noch mit dem Auch alten gekürzt. Symbol. Erinnerst du dich noch an das ganz Natürlich alte auch die Logo? gekürzte Version, die nicht indiziert war. Ja, nee, das war auf jeden Fall gekürzt. Immer. Ich glaube, weiß gar nicht, ob der mittlerweile läuft der vielleicht im Fernsehen ungekürzt, weil der ist ja mittlerweile auch FSK Ja, 16 und nicht mehr 18. Aber das war ein Ding, den mal ungekürzt zu sehen. Mhm. Ich weiß noch, Und Robocop. Robocop auch. Aber ich weiß noch, hier Predator, das erste Mal ungekürzt gesehen, im Promarkt damals noch bestellt. Unter der Ladentheke wurde der mir dann angereicht. Nice. Und ich weiß, das hat Wochen gedauert, bis der da war überhaupt. Also ich habe ihn, glaube ich, irgendwie Anfang der Sommerferien damals noch Verrückt. bestellt und dann irgendwann am Ende oder schon das Schuljahr hatte. Nee, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie Kein so, aber Wunder, dass war es ein den Akt. Promarkt nicht mehr gibt. Ja. Ja, ey, das war damals eine Anlaufstelle. Ja. Der Promarkt in Leverkusen. Du, da ist jetzt, Ja. glaube ich, ein Möbelhaus drin. Also für mich war damals das größte so ein großer Supermarkt, wo es auch VHS gab. Einfach zu kaufen im Regal.
Und das war dann ein normales Sortiment, dass da einfach auch ein VHS-Dings. Ich weiß noch, ich habe dann direkt so ein paar Sachen im Kopf und ich verbinde damit auf jeden Fall zum Beispiel den Erwerb von der VHS von Flucht aus Absalom. Weil den habe ich mir nämlich gekauft, obwohl die Altersfreigabe nicht so ganz gepasst hat im Supermarkt. Ich mochte den Film ja nicht so, ne? Da habe ich schon mal entsetzte Blicke auf mich gezogen, aber der hat mich nicht überzeugt, der Film. Vollkommen zu Recht. Zu Recht, sagst du? Dass du die Blicke, ja, ich meine doch, du hast ihn doch ja. geworshipped, den Film. Ja, ich mag den. Ja, nee, mich hat er nicht abgeholt. Ach ja, selige Zeiten. Ja, aber ich glaube, wir wollten heute nicht über Fernsehen reden. Und Fernsehlos, ja. Genau, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, aber abgeschweift? Ja, abgeschwiffen ist wahrscheinlich richtig, ne? Wenn ein Germanist, eine Germanistin zuhört, Fakt checken. Ja, heutzutage ist ja alles erlaubt. Du darfst ja auch von der Rechtschreibung her, gibt es ja gar nicht mehr richtig und falsch, sondern es steht dann im Duden immer, fast alle Schreibvarianten sind dann immer okay. Echt? Also so geht mir auf jeden Fall, wenn es, was weiß ich meine jetzt nicht so Sachen wie Schifffahrt, ne, wo das Wort mit 3F, sondern wirklich so, wo man früher gelernt hat, nein, das musst du so schreiben, weil so ist es richtig. Heutzutage ist das so aufgeweicht, dass alles immer gilt. Aber verwirrt das nicht noch mehr? Naja, wer weiß, wen es was bringt. Naja. Anderes Thema. Lass uns nicht über die deutsche Rechtschreibung reden. Lass uns nicht über die deutsche Rechtschreibung reden, sondern über Filme. So nämlich. Und zwar über Serial Mom. Und genau, ich habe den damals halt bei Vox gesehen, halt, der lief da halt und ganz random, wusste nichts. Und der hat mich damals schon sehr, sehr abgeholt. Und dann hatte ich den Film aber relativ lange vergessen, weil das war jetzt keiner, der da öfters lief oder so. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ich habe ihn wirklich nur das eine Mal gesehen. Und wie der Film wieder in mein Blickfeld gerückt ist, war tatsächlich durch dich, als du mir Cecil B. Demented empfohlen hast, den ich mir dann halt auch irgendwann angeguckt habe und mich dann halt, ich muss also sagen, damals, als ich Serial Mom gesehen habe, da gab es ja sowas wie Internet, höchstwahrscheinlich noch nicht, auf jeden Fall nicht in der Form wie jetzt, so dass mir der Name vom Regisseur, entweder war der mir komplett unbekannt oder ich habe mich auf jeden Fall gar nicht damit beschäftigt. Über Cecil B. Demented habe ich dann halt eben John Waters halt mir dann angeguckt, was hat der Regisseur alles für Filme gemacht. Und da bin ich wieder über Serial Mom gestolpert. Und dadurch ist er wieder in mein Blickfeld gerückt und habe mir den dann auch irgendwann angeguckt. Das ist der John Waters ist ja auch ein Name. Ne? Und also, genau, das habe ich dann halt gelernt, dass John Waters ein fucking großer Name ist. Ja. Und für diejenigen, die es nicht wissen, der Beiname von John Waters ist The Pope of Trash. Ja. Also da hat er sich ja, also ne, so einen Namen hat er schon. Also der ist wirklich eine popkulturell bekannte Figur. Wurde auch in den Simpsons unter anderem verewigt. Ja. Aber den Trash müsste man vielleicht gerade kurz so ein bisschen einordnen. Ja. Weil damit ist nicht gemeint der Papst des Trash-Films, wie man jetzt vielleicht erstmal sich zusammenreimt. Ja. Wenn man jetzt an Trash-Filme denkt, wie, was weiß ich, ne? Alles Sharknado, sage ich jetzt. So. Ja, aber wenn man auch an gute Trash-Filme, wie auch immer, denkt, das ist gar nicht damit gemeint, sondern eher das, was John Waters immer in seinen Filmen thematisiert, ist die White Trash-Kultur. Und das, oder nicht immer, aber das ist auf jeden Fall, daher kommt der Name. Ja, und die Filme, also sind ja durchaus auch trashig. Dazu habe ich auch ein schönes Zitat von John Waters vorbereitet, wie er seine Filme aus der Zeit, man muss dazu sagen, die Filme, von denen wir da jetzt reden, vielleicht noch bevor wir dazu kommen, noch kurz ausholen zu John Waters, bekannter Filmemacher eben aus Baltimore, und da spielen halt auch viele seiner Filme halt da in der Ecke, ne? Also sprich Ostküste, das glaube ich etwas nördlich von Washington D.C., der Ort, oder halt vielleicht ein gutes Stückchen, aber ne, nördlich von Washington halt. Und der hat da drumherum, er war schon als Jugendlicher sehr filminteressiert, er hat irgendwie schon so als kleines Kind irgendwie schon so Puppentheaterspiele für andere Kinder aufgeführt in der Schule, wo wohl regelmäßig andere Kinder laut seiner eigenen Aussage weinend rausgegangen sind, und dann hat er damit irgendwann aufgehört. Ja, sehr sympathisch, und er hat halt dann mit so Kurzfilmen angefangen, die damals schon sehr radikal waren und so bewusst den guten Geschmack herausgefordert haben. Also John Waters hat selber auch über sich gesagt, er ist in einem super
behüteten und guten Elternhaus aufgewachsen, wo wirklich auch irgendwie ein gewisser Wert gelegt wurde auf, in Anführungsstrichen, echte Kunst, hochwertige Sachen und so. Und das war auch so seine Art, wohl dagegen zu rebellieren. Ja. Und er hatte relativ schnell eben diesen Ehrgeiz, Filmemacher zu werden und hat Freunde und Nachbarn und so weiter da aus der Gegend um sich geschart. Und da hat er schon angefangen, eben Kurzfilme zu drehen. Das Ganze wurde auch von einem lokalen Pastor da aus dem Ort, wo er kam, halt gefördert. Und obwohl die Sachen, die er halt gezeigt hat, so da würde man jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass so eine strenge amerikanische Kirche in einem kleinen Ort sowas gut heißt. Weil er hat relativ schnell halt einer seiner wichtigsten Darsteller aus der Zeit war Divine. Mhm. Und Divine war sowas wie die erste, ja, im Mainstream bekannte Drag Queen. Ja. Das war, man hat die auf jeden Fall schon mal gesehen im popkulturellen, Genau, ja. sehr extravagante Schminke. War übrigens, stand Pate für die Hexe Ursula in Ariel die Meerjungfrau, in dem gezeichneten Ding. Und ja, sieht tatsächlich ein bisschen so aus, wenn man es weiß. Ja. Oder sogar ein bisschen sehr. Und die haben halt eben ein paar Kurzfilme gedreht, die da halt, ja, sehr, ja, wie soll man sagen, halt wirklich Grenzen verschieben sollten. Ja, daher wollte ich gerade darauf hinaus. Ne? Also bis jetzt ist ja immer noch nicht das Wort gefallen, dass da sehr auch vulgäre Sachen drin vorkommen und Ja, absolut. Also ne, von Themen wie Inzest, Zoophilie, Koprophagie, also sprich Essen von Tierexkrementen. Ja. Da hat er sich, und halt die Schauspieler, mit denen der halt zusammengearbeitet hat, haben die sich wirklich nicht viel, also haben die sich eigentlich gar nichts da erspart irgendwie, ne? Und auch einer der schlimmen Filme von 1970, Multiple Maniacs, das war nicht der erste oder so, aber einer der berüchtigsten. Da gibt es dann auch so ganz schlimme Szenen irgendwie, also ich kenne es nur aus einer Doku, ich habe den Film nicht gesehen, wie Jesus da irgendwie am Kreuz irgendwie ist und da von der Drag Queen so irgendwie angegangen wird und so, also sehr blasphemische Sachen halt. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war das auch einer der letzten Filme oder sogar einer der letzten Filme, aber bei der letzten Zensorin der USA, die hatten da ja so dieses Zensurboard damals, welcher der vorgelegt wurde. Und für die war das halt alles sehr, die ist da in der Doku auch drin tatsächlich, was ich sehr cool fand. Also es gibt eine Doku über diese Zeit, Divine Trash heißt die gibt's bei YouTube, findet man die. Und da redet auch die Zensorin darüber, was da auf dem Film zu sehen ist. Und die meinte, das war alles nur Sakrilege und alles richtig, richtig schlimm. Und, klingt auch so. Also ja. Klingt nicht nach einem Film, der Spaß macht, sich das anzugucken. Ja, genau. Ne? Also gibt da irgendwie auch viel Onanie und ja, und geht halt so in so eine Richtung. Ne? Und ich finde witzig, John Waters hat dazu gesagt, seine Definition halt von schlecht, gut und Trash oder nicht Trash. Für mich dreht sich in der Unterhaltung alles um schlechten Geschmack. Wenn sich jemand während meiner Filme übergibt, ist das wie eine Standing Ovation. Aber man muss sich erinnern, dass es etwas wie guten, schlechten Geschmack gibt und schlechten Geschmack. Es ist einfach, Leute zu ekeln, wenn ich einen Film machen würde, in dem einfach nur 90 Minuten Menschen die Gliedmaßen abgehackt werden, aber das wäre schlechter Geschmack und nicht sehr stilvoll und genial. Um schlechten Geschmack zu verstehen, muss man sehr guten Geschmack haben. Guter, schlechter Geschmack sollte auf kreative Weise ekelerregend sein und zugleich einen besonders verdrehten Humor haben, der alles andere als universal ist. Ja, schön. Ja, schönes Geplapper über Geplapper. Nee, finde ich gut. Also die Einstellung an sich. Ja, wobei man dann halt sagen muss, halt, ne, was dann halt da in der Zeit gedreht wurde. Ja, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja. Er hat dann aber auch erzählt, die waren halt auch teilweise einfach auf LSD drauf, ne? Das war halt so die Zeit und die haben sich dann halt durchaus halt Sachen geschmissen einfach und haben dann da munter drauf losgefilmt. Ja.
Und Aber es gab ja, das ist ja sozusagen die Frühphase von John Waters Schaffenskunst. genau, ne? Also dieser Und der ist ja dann Multiple Maniacs, der ist tatsächlich irgendwann auch Richtung Hollywood gegangen. genau, aber das hat noch ein bisschen gedauert. Erstmal kam noch so eine berüchtigte, die Trash-Trilogie nämlich, zu deren der berüchtigte Film Pink Flamingos zählt von 1972, Female Trouble von 74 und Desperate Living von 77. Und ne, das heißt ja selber, Pink Flamingos ist ja so ein berüchtigter Titel auch, Ja. wo auch überall Divine mitspielt. Und eben diese Themen, die sich da schon bei Multiple Maniacs halt ausgebildet haben, wurden da halt immer stärker. Das ging dann alles so ein bisschen so, und ach ja, und das vielleicht noch erwähnenswert, diese Filme sind halt, man hat damals gemerkt, dass es für solche Filme durchaus einen Markt gibt. Und die wurden so im Zuge dieser Midnight-Movies, sind die auch einem größeren Publikum Ja. zugänglich geworden. Ne? So diese Midnight-Movies, das war ja so ein Phänomen der 70er Jahre in den USA, Ja. wo eben so Low-Budget-Filme in so Spätvorstellungen liefen, wo auch Sachen groß wurden wie Rocky Horror Picture Show, was mittlerweile, also ne, was Ja. jetzt gar nichts irgendwie mit John Waters So Autokino auch sowas, ne? Genau, Autokino, Bahnhofskino. Spätvorstellung. Eraserhead ist damit groß geworden. Night of the Living Dead ist auch in dem Rahmen gezeigt worden. Ja. Es war ja sowieso eine andere Zeit, ne? Wenn man einen Film gucken wollte, ging man ins Kino. Man hatte noch nicht VHS, DVD oder sonst irgendwas für zu Hause. Ja. Heimkino gab es ja in der Form noch nicht, außer was im Fernsehen lief. Ja, ne, und ich finde halt krass, wenn du dir überlegst, wenn du einen Film im Kino gesehen hast, also musstest du entweder nochmal ins Kino gehen, solange er lief, aber wenn der nicht mehr im Kino lief, dann hat es unter Umständen Jahre gedauert, bis du dir den angucken konntest. Bis Ja. der entweder dann im Free TV kam oder dann später, als die VHS-Kassetten kamen. Aber sonst war der erstmal Weg. weg. So, dann lebte der Film so in deiner Erinnerung noch vielleicht weiter, ne? Andere Zeiten. Ja. Ja. Aber genau, aber in den 80ern, der hat sich dadurch aber einen Namen gemacht, John Waters, und hat dann vor allem als Divine gestorben ist, das war Ende der 80er, war sehr korpulent und ist an einem Herzinfarkt gestorben. Da hat er auch selber zu gesagt, ja, ich esse einfach gerne und genau, war halt irgendwann sehr dick und hatte dann Herzprobleme, ist daran gestorben. Und tatsächlich auch einen Tag bevor er bei Eine schrecklich nette Familie hätte eine Gastrolle nehmen sollen. Der sollte ein Onkel von Peggy Bundy werden, Krass. der die dann besucht. Das hat dann aber nicht geklappt, eben weil er halt verstorben ist. Und dann kam John Waters so mehr im Mainstream an, wo auch, also so richtig im Mainstream, wo dann auch bekanntere Schauspieler dabei waren. So der erste war dann 1990 Crybaby, wo dann auch Johnny Depp dabei war und Winona Ryder. Und ja, dann ging das halt so. Und der Film, den wir jetzt heute besprechen, der ist von 94, also der ist schon genau in dieser Zeit, wo der im Mainstream angekommen war. Und hat deswegen diese Ekligkeiten, die wir zuvor beschrieben haben, die hat er ja wirklich nur am Rande. Also der hat da seine Spitzen halt, aber das ist nicht so weit weg von normalen Sehgewohnheiten, würde ich sagen. Also aus heutiger Sicht Ja. auf jeden Fall. Also es ist eine schwarze Komödie und die ist auf keinen Fall irgendwie trashig von der Produktionsniveau her. Ist die auf jeden Fall sehr hochwertig auf jeden Fall gemacht. Und das auf jeden Fall direkt ein ganz anderes Bild. Also wenn man sich jetzt wirklich vergleicht und da mal so Ausschnitte anguckt aus den anderen Sachen, hat er sich wirklich sehr, sehr stark entwickelt. Und das ist eine sehr unterhaltsame, lustige Komödie mit einer Killerin. Mit einer Serienmörderin genau. als Mutter. Und man muss sich das vorstellen, das ist halt so in der, also wirklich komplett auf 11 gedrehten amerikanischen Vorstadt-Idylle, ne, mit grünen Wiesen da, diese weißen Holzhäuser und so, ne, alles perfekt. Und der Film fängt dann auch an. Und auch, dass alle Nachbarn untereinander sich kennen und bei dem anderen durchs Fenster spinzen. Ja, und alle immer super nett, so, ne, also wirklich übertrieben nett. Ja. Und es fängt halt auch damit an, dass man die Familie, um die es hauptsächlich geht in dem Film, beim Frühstück sieht, halt bevor es irgendwie zur Schule geht. Und Kathleen Turner, die Hauptfigur des Films, die ich wirklich überragend fand in dem Film. Also ich finde, wie die den Film trägt und wie die da mit der Mimik spielt, ist richtig krass. Und das halt in einem Film, wo wirklich generell kein Schauspieler irgendwie abstinkt oder so. Also der ist ja auch stark besetzt mit wirklich bekannten Leuten.
oder heute bekannten Leuten, zumindest damals halt, ne, geht so Matthew Lillard, das war so die erste Starring-Role von dem. Den kennt man dann noch aus Scream, aus dem Scooby-Doo-Film. Genau. In der 3. Staffel Twin Peaks war der auch dabei, fällt mir gerade noch ein. Hackers. Wo? Hackers. Den kenne ich gar nicht. 90er-Perle. 90er-Perle, ja, siehst du mal. Ricky Lake spielt mit, die man als Schwester von Doug Heffernan kennt und aus der Ricky Lake Show, die ist dann halt Talkshow-Moderatorin geworden. Und John Waterston als Vater. Die beiden haben dann, also Kathleen Turner und John Waterston haben irgendwann dann wohl auch bei Law and Order nochmal zusammengespielt. Ach, witzig. Aber ja, genau, das am Rande. Und genau, und da fängt der Film an in so dieser Idylle. Und man merkt aber relativ schnell, dass so diese Mutter, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Ne? Da fliegt ja diese Fliege rum und die klatscht die dann halt schön runter. Und man merkt so irgendwie an der Mimik, dass die das so richtig stört. Ja, also das Setting ist, der Film eröffnet mit einem Familienessen. Alle sitzen am Tisch und die Mutter ist noch in der Küche am Zaubern. Und das ist erstmal so, damit man sich da so reinfindet. Man kann das alles relaten. Und dann merkt man aber genau wirklich in dieser Szene, diese Fliege, die da sie irgendwie nervt, das geht ein Stück über das normale Level hinaus. So. Genervt sein, ja. Die hat einen richtig finsteren Blick auf einmal. Mhm. Und das kann die auch sehr gut switchen. Das ist auch das, was du eben meintest, wo die das so gut trägt. Die kann wundervoll von einer lächelnden, strahlenden Präsenz in einen finsteren Blick wechseln und sofort eine ganz andere Attitüde ausstrahlen. Ja, die ist ja auch total bedrohlich. Super stark. Ne? Ja. Und genau, aber da denkt man sich noch nicht so bei, ne? Weil auch so die Musik ist auch noch so sehr. Ja, und die klatscht ja nur eine heimelig. Fliege kaputt. Und genau, es ist ja nur eine Fliege, die übrigens nicht echt war. Ja. Da hat das Special Effects Department musste das da deichseln. Das ist halt auch kein interessant eigentlich, ne? Wenn man drüber nachdenkt, dass dann einer sagt, okay, für diese Szene brauchen wir eine Attrappe von einer zerklatschten Fliege. Und der Special Effects Mann denkt sich, okay, habe ich überhaupt den richtigen Job gewählt? Ja, aber, ne? Ja, besser als wer dafür sterben Alles gut, musste. genau. Es ist kein Tier dafür gestorben. Ne? Was auch nicht, ich gucke da Richtung italienische Filme in den 70ern. Das ist, oder vielleicht sogar noch 80ern. das sind leider andere Zeiten, ne? Ja. Aber um die soll es hier gerade gar nicht gehen. Mhm. Das würde zu weit führen. Und genau. Und die leben da halt so in dieser Idylle. Aber es passiert, man merkt dann aber schon ziemlich schnell, als alle aus dem Haus sind und die Mutter halt da ist, fängt die mit Terroranrufen an bei einer Nachbarin. Mhm. Und ja, da wechselt nämlich die Sprache dann halt sehr schnell von diesem schön, netten, behüteten, familiären in Vulgärsprache um. Mhm. Und die terrorisiert ihre Nachbarsbekannte. Ja. Also Freundin kann man die nicht nennen. Mhm. Aber eine Nachbarin terrorisiert die mit Wobei offiziell ja, glaube ich, schon. Anrufen und Drohungen. Und das ist direkt diese ganze Schwenk von der Mutter, die in der Küche zaubert, dann gehen alle aus dem Haus und dann wechselt auch der Score plötzlich in ein ganz anderes Thema. Mhm. Das finde ich immer sehr cool. Den ganzen Film über, immer wenn dieser quasi, wenn sie sich wechselt von der Vorzeigemutti in die Killerin, dann wechselt der Score auch immer on point. Das ist wirklich cool. Ja. Das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Und man kriegt auch den Grund relativ schnell hinterhergeschoben, warum die so terrorisiert. Einfach ganz banal. Die hat ja mal irgendwie auf dem Parkplatz vorm Supermarkt Parkplatz geklaut. Ja. That's it. Das hat schon gereicht, das hat die sich gemerkt, um die zu Weißblut zu treiben. Genau. Ja. Und da merkt man dann halt schon, okay, gut, die hat vielleicht doch einen an der Waffel. Ja. Und wo man dann wirklich weiß, dass die einen an der Waffel hat, also die wird zum Elternsprechtag halt eingeladen und der Sohn von der, Matthew Lillard, ist halt ein kompletter Nerd, Junkie, arbeitet auch in einer Videothek, malt da in der Schule auch schön brutale Bildchen aus Bloodfeast. Mhm. Und ja, wird dann halt zum Lehrer bestellt. Und der empfiehlt dem Sohn dann eine Therapie,
worauf man schon sie an ihrer Mimik direkt sieht, okay, das hätte er besser nicht gesagt. Und prompt überfährt die den auch. Ja, also die steigt quasi, die geht aus dem Elternsprechtag raus, steigt in ihr Auto Wartet, und bis der dann rausgeht. bis der Typ rauskommt. In der Öffentlichkeit, einfach so. Man ist auch gar nicht darauf vorbereitet. Also ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen, wie wir eben schon angemerkt haben. Und das ist echt ein starker Einstieg, dass sie dann mal eben prompt den Lehrer überfährt. Ja. Also ist schon noch eine Steigerung zu Terroranrufen. Und ich finde, ja, definitiv. Und ich finde, für diese Art von Film ist diese Art der Gewaltdarstellung, wie die da ist, finde ich auch genau perfekt. Cartoonig. Ja. Findest du cartoonig? Ich finde die, also so wie die Wunden und so aussehen, finde ich halt, ist im Realismus gehalten. Nee. So, wie sie sich verhält, ist cartoonig und satirisch und irgendwie eine Parodie. Aber wie die Gewalt, also ne, das ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie Fontänen von Blut spritzen oder so, oder dass so Karl Coyote-mäßige Roadrunner-Gewalt ist oder so, sondern ne, so könnte es ja auch aussehen, wenn man wen überfährt. Ja. Okay. Ja, gut. Dann ist ihr Verhalten eher das Cartoonige, was mir so. Das sehe ich auch so, ne, dass das halt eben so dieses. Ja, ich finde aber trotzdem generell der ist nicht super blutig. Nö. Und den würde ich sogar sagen, könnte man eigentlich schon ab 12 gucken, wenn man mit dem Thema klarkommt. Oh, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ne, ich glaube, FSK 16 ist schon eine sinnige. Der hat dann ja doch schon so seine Sachen halt, ne? Ja. Aber ja, ich meine, gut, klar, generell diese FSK-Sachen sind ja so eine Sache halt, ne? So ein bisschen random, die Nummern. Aber ich finde, das ist kein FSK 12-Film. Würde ich nicht sagen. Okay. Ist man vielleicht, Weil ich frage mich gerade, weil ich ihn gesehen habe. Ich war wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich war ich auch zu jung, als ich den Film gesehen habe. Wie so viele. Und deswegen sitzt du heute hier. Deswegen sitze ich heute hier, ja. Aber Miki, ne, wenn man mit einem Finger auf einen zeigt, zeigen 4 auf einen selbst. Ja, das will ich dir nochmal sagen. Ja. Aber genau. Und dann kommt auch das erste Mal die Polizei zu der Familie ins Haus. Und weil es ist aufgefallen, dass das halt, es gab eine Zeugin, die Kifferin der Schule hat das halt gesehen. Und die konnte halt das Auto beschreiben, mit dem das passiert ist. Und wie der Zufall so will, ist das einzige hellblaue Auto im ganzen Ort, oder, nee, gar nicht wahr. Das einzige hellblaue Auto, wo irgendwer registriert ist, der den Lehrer kennt. So war das, glaube ich, so erzählen das. Ja, der zu dem Elternsprechtag da potenziell eingeladen war. Ja, genau. Von den Eltern der Schule. Also die haben das schön eingegrenzt eigentlich und sind dann auch, eigentlich sind die Polizisten ja am richtigen Haus. Und zwar sofort, ne? Sofort, die haben das sofort alles ausgeklüngelt und sind dann da und sagen, hallo, wir wollten mal fragen, was ist denn da los? Ist ja auch geil, wie die Tochter direkt anfängt, mit dem Polizisten zu flirten. Ja. Ne, die ist da, also Ricki Lake spielt da die Tochter und die ist eigentlich halt immer, also fast die ganze Zeit, das einzige Problem von der ist so, ja, hier. Boys, ich will einen Freund, und genau, wird da auch von einem abgeholt, der ist aber nicht so gut mit der meint, der die dann auch später versetzt, was auch die Serial Mom auf den Plan rufen wird. Aber genau, ist da trotzdem auch schon dabei, wenn der Polizist da ist, ne, dann macht die dem schöne Augen. Ist heute, wenn ich das sagen darf, ist heutzutage vielleicht sogar problematisch, wie die Tochter dargestellt wird, weil die hat keinen eigenen Antrieb, außer ich muss den Jungs gefallen und ich will einen Freund. Ich weiß nicht, die hat ansonsten keine große charakterliche was von der gezeigt wird. Nix. Also, ich meine, der Sohn im Gegensatz, der hat ja auch eine Freundin und der hat einen Job und der hat auch Interessen, aber bei der Tochter fehlt da irgendwie ein Background. Ja, also die hat auch, würde ich sagen, unterm Strich eine kleinere Rolle als der Sohn, aber bedenke, sie ist die Erste, die ihr auf die Schliche kommt. Also die wirklich auch peilt, ey, unsere Mutter ist die Mörderin. Also so ganz ist das halt auch nicht. Die macht da ja durchaus auch Sachen und macht dann ja auch Alarm bei der Familie so. Also die checkt das als Erste, dass das die Mutter ist, die alle umbringt. Ja, das Gute an dem Film ist, man kann hier nicht groß was spoilern, denn es wird ja direkt von Anfang an in den ersten 10 Minuten klar, es geht um die Mom und der Titel sagt das schon. Und der Titel gibt's ja. Und auch das Poster, wenn man es gesehen hat, dann weiß man es. Und das ist kein Spoiler, also deswegen. Mindert allerdings den Spaß am Film tatsächlich, finde ich nicht.
Nee, weil gar es nicht. geht, was den Film besonders macht, ist auf jeden Fall die Inszenierung und der schwarze Humor. Ja, absolut. Wie halt dieses Serial Mom-Ding halt aufgezogen ist. Und der nimmt auch immer mehr Fahrt auf, ne? Also dann, als der Lehrer tot ist, dann dauert es ja auch nicht mehr lange, bis die nächsten Opfer folgen. Ne, die terrorisiert weiter noch so ein bisschen die Nachbarn. Die bringt noch den verschmähten Freund von ihrer Tochter um. Der sie sitzen ihre gelassen Tochter verschmähende. Ja. Genau, das ist auch noch so eine Szene, die gehen auf den Trödelmarkt, ne, verkaufen da halt Sachen. Und da kommt der Freund oder Ex-Freund von ihrer Tochter ist da mit seiner neuen Perle da. Tracy Lords. Mit Tracy Lords, genau. Und das ist halt, ja, die wartet halt auf der Herrentoilette, geht die dem nach. Die wartet dann nicht, die geht dem nach. Und er steht da schon schön am Pinkelbecken. Ja. Die rammt ihn da halt irgendwie. Ja, was ist das eigentlich? Das ist so ein Kohlestab. Heißt das Kohlestab? Nee, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das ist dieses spießartige Ding am Kopfende und so eine lange Metallstange. Genau, und das rammt die den dann halt in den Rücken und zieht dem da auch noch irgendein Organ raus. Und ist da halt auch so, das sieht auch, finde ich, witzig aus, wie die das dann so angewidert da so von dem Haken ziehen möchte. Ja. Und also die hat auf jeden Fall, das mit der Fliege ist ja quasi schon so ein Einstieg, dass die so Sachen einfach nicht haben kann. Jetzt dass die Ordnungsfimmel, Putzfimmel. Ordnungsfimmel, genau, insgesamt so ein Fimmel über alles, was sie stört, und das stört die massiv. Also das ist nicht so, dass jetzt groß begründet ist, warum die ihre Sachen macht und irgendwelche Leute umbringt. Auch den Typen, der die Tochter einfach sitzen gelassen hat. Aber für die ist das, in ihrer Wahrnehmung ist das irgendwie so eine ganz schlimme Sache und das kann die nicht haben. Ja, unverzeihlich. Sogar nachdem sie dann den armen jungen Mann umgebracht hat und den ins Pinkelbecken quasi da liegen lässt mit seiner Fleischwunde, kann die das nicht haben, einfach dann den Ort zu verlassen, um zu gehen? Nein, sie zieht noch die Toilette ab. Ja, die spült noch ab, wenn er dann mit dem Gesicht drin weil sie liegt. kann das nicht haben. Ja. Das ist echt krass. Was mich da aber gewundert hat, dass die dann den Putzfimmel nicht bei ihren Schuhen hat. Ne, weil die tritt dann ja nochmal in diese Blutlache und das sieht dann ja auch... Halt, ne? Bitte? Das ist ein Plotpoint, dass die Nachbarin das dann sieht an den Schuhen. Das musste so sein. Ja. Aber man sieht ja trotzdem, wie sie sieht, dass sie da reintritt, weil sie da ja fast ausrutscht auf dieser Blutlache beim Rausgehen. Ja. Aber das ist ja dann nicht egal. Aber dann geht die halt nämlich nochmal zurück und spült aber nochmal ab. Und dann geht sie ja wieder raus. Und ja, an dem Punkt... Also es häufen sich auf jeden Fall um sie herum, auch in der Nachbarschaft und in dem Bekanntenkreis, häufen sich plötzlich die Todesfälle. Und alle Hinweise zeigen auch auf sie. Weil es ja auch immer etwas hatte, Impulsiv. Wo sie akut oder jemand aus ihrer Familie irgendwie gekränkt wurde oder sich irgendwie falsch verhalten hat. Und impulsiv, sie hat ja auch noch, sind ja auch keine geplanten Killertätigkeiten, sag ich mal, wo die irgendwie so zu Hause Pläne schmiedet, sondern das ist immer so aus dem Impuls heraus. Und das muss jetzt sein. So, ich mach das jetzt. Ja, ist richtig. Also, egal. Die nicht läuft, nur das, es ist ja man richtig. muss sich das, in ihrer Wahrnehmung ist das richtig. Und also das wird so überzeichnet, überspitzt, dass es einfach total witzig ist, dass die in der Öffentlichkeit einfach einen Lehrer überfährt, egal ob da einer guckt oder nicht. Sie läuft mit einem Messer in der Stadt über die Straße, ein Messer in der Hand, ein Riesenmesser, das kommt dann, und stellt sich an eine Warteschlange von einem Club und sagt, lass mich mal vorbei, ich bin die und die. Und das ist ja alles völlig egal. Es wird sogar in dieser öffentlichen Veranstaltung, setzt die jemand in Brand. Ich greife jetzt mal der Story vor, aber die setzt jemand in Brand. Alles zeigt auf sie, aber alle anderen sagen, ja, okay. Zu dem Zeitpunkt, wo die den in Brand setzt, da wissen jetzt ja schon alle, dass sie es ist. Das ist ja dann nämlich doch das Ding, worum es dann eigentlich nämlich in dem Film geht. Ab der Hälfte. Ab der Hälfte so ungefähr ist es halt eine Mediensatire halt. Ja. Und das war auch von John Waters gewollt, das hat er auch mal in einem Interview erzählt, sodass er kein anderes Land wüsste außer Amerika, wo Serienmörder zu Stars geworden sind durch Medien. Zu der Zeit gab es halt viele Dokus über Serienmörder auch und irgendwie Gerichtsverfahren und so. Und da gab es auch dieses Phänomen, dass Serienmörder Groupies hatten, die dann da im Gefängnis besucht hatten halt.
Da meinte der auch so, ja, ey, das kann eigentlich auch nur in einem reichen Land passieren wie Amerika. Er könne sich nicht vorstellen, dass das irgendwo in Albanien passieren würde oder das so. Das hat er ja auch eingebaut in sein Skript. Also das ist ja auch, wird ja auch thematisiert. Absolut. Und das Interessante ist aber halt, dass während der Film kam, beziehungsweise kurz nachdem der rauskam, war dann der O.J. Simpson-Prozess und Skandal. Und da meinte John Waters auch so, ey, das ist krass, wie sich viele Dinge, die ich im Film vorweggenommen habe, sich dann in der Realität halt gezeigt haben bei diesem O.J. Simpson-Fall halt. Absolut wild. Und man merkt auch, ne, so dass, wenn die Leute, die das erfahren, die meisten, also auch irgendwie ihre Familie oder so, die finden das gar nicht schlimm. So, der Sohn findet es ja irgendwie, die sind ja immer so am Pendeln. Ja. Einerseits versuchen die, wenn die wissen, dass die irgendwen umbringen will, den zu beschützen. Aber wenn es dann passiert ist und dann, wenn der Fame auf die kommt, finde ich es ja irgendwie auch cool. Ja, sogar die Tochter. Sogar die Tochter. Der Einzige, der irgendwie gar nicht mit der Situation klarkommt, ist der Ehemann. Der aber auch immer sagt, egal was passiert, wir lieben eure Mutter. Ja, genau, egal was sie tut. Ja. So, wir lieben eure Mom, aber trotzdem sieht man dem im Gesicht halt immer an, der weiß manchmal nicht, wo er sich gerade befindet. Das hat auch eine arme Socke, ist ja auch irgendwie so ne? Ja. So der liebe Schluffi Zahnarztmann, der dann so, what do? Und sie bringt ja sogar im Laufe der Geschichte einen Patienten von ihrem Zahnarztmann um, weil der die Rechnung nicht so rechtzeitig bezahlt und dann auch noch über den lästert. Ja, und das erste Vergehen, was er begangen hat, der ruft an einem Samstag an mit Zahnschmerzen und da wollte sie ja mit ihm Vögel gucken gehen. Die tut da ja auch immer so, als ob die da so eine Ornithologin wäre. Ja. Und das ist auch noch, genau, das wollte ich noch sagen, als du meintest, dass sie so impulsiv handelt. Das stimmt, aber sie beschäftigt sich ja total mit der Serienmörder-Thematik auch. Ja. Ne? Gerade wenn die da abends im Bett neben ihrem Mann liegt, hat sie ja dieses Buch, wo so Birds draufsteht und er denkt auch, sie liest ein Buch über Vögel, aber innen drin streichelt sie ein Bild von Charles Manson. Ja. Ne? Jeffrey Dahmer hast du da noch erkannt und ne, beschäftigt sich mit der Thematik. Es wird nur so eine Sekunde gezeigt, deswegen... Genau. Aber hat sogar eine Kassettennachricht. Also der Mann, der findet das dann halt irgendwann, auch unterm Bett findet der irgendwie Bücher wie How to Murder und solche Geschichten. Und sogar eine Kassette, die ihr Ted Bundy geschickt hat, wo er sie mit Namen anspricht und ihr da irgendwie von seinem Tag erzählt. Als wenn es so ganz alltäglich wäre, als wenn die wahrscheinlich mehrere davon hat. Ja, genau. Hey, wie geht's dir? Genau. Im Original ist da übrigens die Stimme von John Waters zu hören. Ah, witzig. Auf der Kassette, ja. Aber genau, und da fällt ja auch bei dem Mann halt endgültig der Groschen so, okay, fuck, die macht das wirklich. Ja, die ist sich auf jeden Fall dessen bewusst, dass man das nicht machen darf. Und sie hat sich dann auch irgendwie damit abgefunden, dass sie irgendwie eine Mörderin ist. Das stellt die gar nicht in Frage. Sie ist sich dessen bewusst, dass die stört sich aber nicht dran. Die guckt einfach, wie sie damit davon kommt, macht das und lächelt. Ja, das ist ja, mit dem Lächeln ist ja, da muss man vielleicht noch erzählen, der Sohn und seine Freundin, die da in der Videothek arbeiten, die haben noch einen dritten Freund, der da immer sehr creepy und steamy unterwegs ist und immer irgendwelche Pornoheftchen halt mit sich rumschleppt. Ja. Und den hat sie ja schon auf dem Kieker, weil er sich nie anschnallt. Ja, das wird auch 10-mal erwähnt. Ja. Also im Laufe des Films wird das 10-mal, wenn der zur Sprache kommt, dann sagt die, das ist der sich nie anschnallt. Ja. Und irgendwann sitzen die da halt auch beim Abendessen, also die Familie, alle komplett. Und dann sagt der Sohn, ja, ey, hier übrigens, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja. Wie hieß der denn? Keine Ahnung, Scotty, nennen wir ihn mal Scotty. Ja. Denkt, du wärst die Mörderin. Und die dann ja auch nur, jemand, der so frech ist und sich selber und sich nicht anschnallt, ganz schön frech für jemanden, der sich nicht anschnallt. Genau. So. Und dann sagt die nur so, ja, ich komme gleich wieder und geht in die Küche. Und die Familie sitzt am Tisch, die gucken sich schon so an und die kommt halt nicht wieder. Dann geht Ricky Lake in die Küche und sieht nur so, ja, be back soon. Ja, er hat eine Nachricht hinterlassen und ist mit dem Auto losgefahren in Richtung Mord. Genau, und genau. Und die vermuten aber halt, dass sie halt eben zu dem Stevie fährt oder wie auch immer. Ich gucke das jetzt gleich nach, wie der heißt. Und fahren dem hinterher. Die wird auch schon von der Polizei beschattet. Ja. Die Polizisten fahren auch hinterher. Die wimmelt die aber ab. Und dann ist das auch, finde ich, sehr cool geschnitten halt in dem Film, weil man denkt halt so, dass die halt wirklich zu ihm fährt. Und die ganze Familie denkt das auch und die fahren da auch hin und die Polizisten fahren da halt hin. Mhm.
Und erwischen dann den armen Stevie letzten Endes nur beim fröhlichen Jerken, beim Gucken von Teuflische Brüste von 1974 auf All Movies. Das ist auch so eine Sache, ne? Also nicht nur, dass die Szene ist ja schon total überzeichnet, ne? Dass der da diesen Film guckt und da unter seiner Decke liegt und das alles die Hände nicht über der Decke hat. Aber da kommen dann plötzlich die ganze Familie kommt dann plötzlich in den Raum und die Polizei auch noch. Ja, ganz schön erniedrigendes Erlebnis. Ja. Ja. Der wird übrigens das ist auch der gleiche Darsteller, muss ich jetzt einfach so sagen, weil es hängt bei mir im Kopf so mit den Synapsen und so, ne? Ja. Und das ist der Darsteller, der Andy Barclay gespielt hat bei Chucky 3. Mhm. Das ist der einzige Chucky-Film, wo Andy Barclay, also aus der Originalreihe, ne? Ja. Wo Andy Barclay eben nicht von Alex Vincent gespielt wird. Und der ist auf jeden Fall, dadurch ist Chucky 3 irgendwie so, der erste und zweite ist derselbe Darsteller und im dritten ist das eine andere Figur und der dritte war auch nicht so gut und deswegen hat man auch irgendwie dieses Gesicht sich gemerkt und das ist auch dieselbe Zeit umherum, wo der entstanden ist. Deswegen sieht man den sofort. Ja. Kurzer, Den kennt man. Und Scotty war richtig. Okay. Vorbildlich, Micky, vorbildlich. Danke. Ja, genau. Aber dann merkt man halt, ja, sie ist gar nicht in dem Haus, sondern ist bei diesen Leuten, bei dem Mann und der wirklich unausstehlichen Frau, das muss man sagen. Ich fand die auch, also beide war sehr unangenehmes Couple auf jeden Fall. Also mit den Zahnschmerzen. Ja. Die werden ja auch so dargestellt, ne? Also genau. Die sollen auch unangenehm und so sein. Also die werden ja schon so charakterisiert, ne? Der Typ, der ruft an einem freien Tag an und will unbedingt sofort behandelt werden und lästert dann auch noch über den Zahnarzt und über die Rechnung und die Frau als super aggressive Figur dargestellt, die sagt, ihr nehmt den auf jeden Fall dran und ich gehe jetzt einfach ins Behandlungszimmer, ist mir egal, was hier für Regeln gibt. Ne? Ja. Die werden auch schon so charakterisiert. Also, wobei die halt, das muss man denen zugutehalten, die sind ein Team. Die sind nicht zueinander so, das ne? Stimmt, das stimmt. Die sind zur Umwelt so, aber die sind so, also zueinander sind die nett. Aber genau, ich mochte die auch nicht. Aber genau, die fährt dann zu denen nämlich, versteckt sich da im Kleiderschrank und dass die Frau da halt mal die Tür auf. Das ist auch eine tolle Szene. Ja, und da ist dann nämlich wieder dieses böse, also die schiebt dann ja, die Frau schiebt dann ja so ihre Kleider da zurück und dann sieht man, wie Kathleen Turner da steht. Ja. Und da hat die ja schon wieder dieses diabolische Grinsen, das sie da hat, wo auch so Vorfreude irgendwie rausleuchtet. Ja, die freut sich ja eigentlich darauf, dass die der jetzt die Schere in den Bauch rammt. Ja, also es ist auch wirklich, wirklich toll gespielt. Also auch diese Szene, wo die im Schrank steht und die dann auch erst anlächelt, bevor die zusticht. Aber auch, wo die einmal bei einer Verfolgungsjagd dem Scotty hinterherfährt und dann in so einem Truck, den sie sich geklaut hat, dem hinterherfährt und dann an der Familie vorbeifährt, die an der Straße sieht und die wundern sich so, was ist hier los? Warum verfolgt die den? Und die winkt dann nur und macht noch so einen Handkuss aus dem Fenster und fährt da vorbei. Oh, das ist irre, irre. Das ist super. Und das ist auch, wie diese Verfolgungsjagd nämlich zustande kommt, ist ja auch schon irgendwie so absurd. Die fahren dann ja zur Kirche halt sonntags, ne? Ja. Und da stehen ja schon irgendwie, weiß nicht, 20 Polizeiautos vorm Haus und begleiten die. Ich weiß gar nicht, was dann der letzte Mord gewesen ist, den sie dann gemacht hatte. Wahrscheinlich war es, wahrscheinlich doch, ich glaube, das war, nachdem die das Ehepaar umgebracht hat. Mhm. Müsste. Weil, egal, die fahren dann zur Kirche und die gehen dann schon raus und alle sind schon irgendwie, gucken die an, ne? Alarmiert, und die ganze Familie auch als meiden die. Auch als wenn man, also nicht nur die Polizei, sondern sie kommt ja mit ihrer Familie am Sonntagsbesuch zur Kirche und alle, die vor der Kirche stehen, im Radio wurde schon ihr Name genannt. So, dass die als potenzielle Serienkiller in dem Ort auf jeden Fall gerade verdächtigt wird. Und also ich glaube, der Gang zur Sonntagskirche war noch nie so schwer. Nö, so. Und alle all eyes on them. Ja. Aber die sind zwar vorsichtig, die Leute, aber dann kommen schon so die ersten Sympathiebekundungen. Ja, und das gipfelt dann ja halt in diesem Gottesdienst. Das ist super cool, weil der
Pastor, Priester, da halt über die Vorzüge der Todesstrafe halt redet und noch so erzählt. Und über hat sich Jesus, als er am Kreuz war, eigentlich darüber beschwert und was gegen die Todesstrafe gesagt? Nein! Ja. Das ist auch ein bisschen absurd. Also alles, aber es ist nie platt. Nein. Es ist nie platt, das ist immer genau nuanciert, so reingestreut, so kleine schwarze Elemente. Ja, die auch nicht so komplett auf die Nase gebunden werden, ne? Sondern das passiert halt einfach sehr natürlich da im Tonfall. Und trotzdem steigt die Temperatur ja langsam im Film. Ne? Also da wird es dann ja schon absurd. Und als die Polizisten versuchen, sie zu verhaften, während dieser Messe, da rotzt er ja erst noch dieses Baby an, weil sie niesen muss. Da fliegt so dieser riesige Schleim Haufen, wie auch immer, Faden auf das Kind, dann rufen alle, alle gehen irgendwie runter und dann läuft sie ja weg. Und dann passiert ja eigentlich das Interessante, als die Polizisten die versuchen zu verhaften, dass sich da die Leute in der Kirche der Polizei in den Weg stellen. Ne? Dann sind dann ja irgendwie die Müllmänner, die sie da kennt, hauen dem einen Polizisten auf die Fresse, damit sie weglaufen kann. Der Sohn und seine Freundin nehmen die mit zum Auto und sind dann halt auch schon direkt so voll begeistert. Ne? Da sagt ja auch noch irgendwie die Kathleen Turner, ja ey, brauche ich jetzt eigentlich einen Anwalt? Und der Sohn nur, nein Mann, du brauchst einen verdammten Agenten. Ja. Und natürlich noch hier schöne Referenz, die Freundin von dem Sohn. Sie sind jetzt berühmter als Jason und Freddy zusammen. Ja. Ja, es sollen ja diese Horror-Nerds sein, ne? Haben wir eben schon mal erwähnt. Und dieses ich werde zum Killer, damit ich berühmt werde, ist ja auch so ein Ding geworden irgendwann sogar. Also das ist ja nicht nur einfach passiert, sondern es gab ja wirklich auch wohl Leute, die haben deswegen damit angefangen, um damit berühmt zu werden. Das ist halt auch irre. Das ist komplett irre. Also, ne, wir lachen jetzt halt viel und weil der Film halt witzig ist, die Thematik an sich ist natürlich das alleine, das zusammenzufassen, ist eigentlich der gesamte Plotpoint von All the Boys Love Mandy Lane. Falls den jemand gucken möchte, habe ich euch gerade gesagt. Spoiler-Alarm. So es drum geht, genau. Ja. Und genau, und da ist dann halt, während die da wegläuft, verfolgt die Scotty und dann, die Familie fährt da halt auch hinterher und dann winkt die denen ja so zu, wie auch immer die an den Truck gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der arme Scotty fährt um sein verdammtes Leben halt, hält dann da halt in diesem Club an, wo er halt super lange mit dem Türsteher diskutieren muss, damit der reingelassen wird und wie alt bist du und so. Geht dann da rein zu diesem Rockkonzert? Punk-Rock-Konzert, die Band L7, by the way, die dort spielt, allerdings nicht unter ihrem Namen, sondern unter dem schönen Namen Camel Lips. Ja, was auch noch bebildert wird. Was noch sehr, sehr schön mit so Prothesen durch Leggings bebildert wird. Und die spielen da ihren Hit, hier, Gas Chamber heißt das Lied, glaube ich. Ja, passt ja auch wieder. Das passt dann auch später, ne? Ja. Und auf jeden Fall, er versucht sich da bei diesem Konzert zu verstecken in der Menge. Hier Plothole vielleicht auch, ne? Sonntags irgendwie morgens, vormittags von der Kirche direkt zu einem Konzert, das eher am Abend ist. Das aber stimmt. Darüber sehen wir mal hinweg. Du Fuchs. Bitte? Du Fuchs. Und genau, sie kommt dann da halt auch an, der Scotty ist dann schon drin und sie wird schon von den Leuten erkannt, ey, sie sind doch die Serial Mom, so. Rein jetzt, los. Rein jetzt, komm, gehen Sie fort. Und eben, ne, das ist die Szene, wo du meinst, wo die mit diesem riesen Messer hinter denen halt schon war, mit diesem riesen Küchenmesser. Und der Türsteher sagt auch nur so, ja, Sie sind die Serial Mom, jetzt aber nix wie rein, so, und kontrolliert die nicht mal so. Genau. Und dann im Konzert versucht er sich ja irgendwie so auf die Bühne zu retten sogar noch, wird dann erst noch irgendwie, ich glaube von der Bassistin kriegt er nur den Bass halt in den Bauch gerammt. Ja. Und sie steht dann da neben der Bühne und nimmt dann irgend so ein Spray, Feuerzeug und setzt den in Brand unter dem Gejohle der Menge. Ja. Die finden, das ist eine geile Bühnenshow. Ja. Und die Familie kommt dann da auch in den Club und dann sehen die haben, glaube ich, nicht gesehen, wie sie ihn umbringt, aber die steht dann in der ersten Reihe und tut so, als ob die einfach das Konzert genießen wird und macht noch irgendwie so, das ist ja verdammt laut. Ja, ich kann das nicht hören, hallo, ich bin auch hier. Wie die Familie da guckt, ist auch so geil, weil die dann einfach auch schon merken, ey. Aber ich finde auch, was wir eben schon gesagt haben, ab der Hälfte, wo das dann plötzlich so eine Art Mediensatire wird, nicht nur dieses Killer-Fame, sondern
diese Gerichtsverhandlungen, das finde ich auch einen geilen Part. Also diese Gerichtsverhandlungen, wo es dann so Klischees einfach gibt an Anwälten und Pflichtverteidiger und sie will sich selber verteidigen und auch diese ganze mit der Jury, ne, dass sie dann auch schon reinkommt und sagt, hi, ach, die haben aber was Schönes an. Und nicht nur, dass sie die dann so beschwichtigen will direkt und auf ihre Seite zieht, sondern auch insgesamt dieses Konzept mit der Jury aus Amerika, die eingeladen wird, um Leute zu beurteilen, wird da auch schon mit auf die Schippe genommen. Ja, also sie verteidigt sich selber. Ja, das kommt dann, also, ne, die wird dann halt nach dem Konzert, wird sie halt verhaftet und genau, hat halt am Anfang noch einen Anwalt und da zum Thema, dass sie so bei der Jury einschleibt, da ist aber auch der Punkt, warum die sich dann ja selber verteidigt, ist ja während der Eröffnungsrede von ihrem Verteidiger, schreibt die dem Anwalt einen Zettel, dass eine Frau aus der Jury weiße Schuhe trägt, einen Tag nach dem Labor Day und winkt den ja auch so während der Rede rüber, so dass das so super wichtig ist halt, ne, weil der ist das natürlich schon wieder super böse aufgestoßen. Ja. Das stört die total. Und der liest das nur, der Anwalt, und dann so, okay, sie ist verrückt, so, deswegen ist sie unzurechnungsfähig. Und dann kommt halt, dass sie sich selber verteidigen möchte. Ja. Da ist auch schon so diese Mediensatire dann ja auch schon wieder mehr drin, weil der Sohn ja auch immer mehr anfängt, schon so die Rechte an ihrer Story zu verkaufen, währenddessen. Ja. Und die Tochter hat sich ja, so ein schmieriger Reporter-Typ, hat sich ja an die Tochter rangeschmissen. Ja, genau. Und diese sind dann ja auch schon irgendwie so mehr oder weniger zusammen und der bringt dann ja auch ein Buch irgendwie zum Fall raus. Und dann gibt es ja auch noch, das wird ja noch weiter, immer weiter nach oben gedreht und getoppt. Und dann gibt es sogar schon durch diese Medienpräsenz, die schon zu dem Zeitpunkt der Gerichtsverhandlungen hat, gibt es dann schon eine gecastete Darstellerin, die in der Verfilmung ihrer Geschichte dann und da sein soll. Also, und dann kommt diese Darstellerin, die für den zukünftigen Film, bevor überhaupt die Gerichtsverhandlung und die Schuldigsprechung irgendwas passiert ist, wird die Darstellerin schon in den Gerichtssaal mit eingeladen. Das ist halt auch schon irre. Ja. Und wie die auch redet, so, ja, hier ist eine Heldin des Feminismus und der ganze Crap halt. Starke Frau. Ja. Und die Verteidigung, also die Szenen von den Zeugen, wie die dann im Gericht sind, da kommen dann halt, ne, irgendwie die Nachbarin, die so angerufen wurde, die ja vorher noch nicht mal die ganzen Schimpfworte, die der am Telefon gesagt hat, halt den Polizisten sagen konnte. Das war auch geil. Wäre es Ihnen lieber, wenn Sie das einer Polizistin sagen müssen, statt einem Polizisten? Ja, und dann setzt sich da ja so diese Fräulein Knüppelkuh so ein bisschen dahin. Ja, Ja, aber genau, das hat nichts mehr mit dem Fall zu tun. Aber genau, da in dem Moment treibt die ja so weit, dass die vor Gericht halt wirklich ausrastet und die wirklich beschimpft halt. Ja, so ein Psychospielchen. Und dadurch ihre Glaubwürdigkeit halt irgendwie komplett... Die am Anfang terrorisiert hat, ne? Nur um das einzuordnen. Und das macht die ja irgendwie mit allen Zeugen, dass die einfach die Glaubwürdigkeit halt von denen also halt... bei jeder Aussage, wo eigentlich vorher die Beweise auch lagen, dass die gesehen wurde, dass die das mit diesem Kaminstab, was ich eben meinte, dass der auch blutbefleckt war, alles, was an Beweisen da war, die schafft das durch ihre Art, mit den Leuten dann wie heißt das? Zu diskreditieren. Ja, aber ich meine in diesem Stuhl, in dem Gerichtsstuhl. Zeugenstand. Zeugenstand, genau. Entschuldigung. In dem Zeugenstand, die schafft das mit ihrer Art, die alle zur Weißglut zu bringen oder einfach zu vermitteln, die hat sie nicht mehr alle oder die haben sie nicht mehr alle und dass keiner die ernst nimmt. Ja, das ist ja bei der ersten Zeugin so, ne, dass das halt eine Kifferin ist. Ja. Die tut sich da allerdings auch selber tatsächlich im Gerichtsverfahren durch das ständige Gekicher nicht wirklich einen Gefallen. Ja. Ein Polizist, der halt, die haben ja Bücher und die hat halt auch so diese klassischen Drohbriefe geschrieben, wo man so diese Buchstaben ausschneidet, ne? So, ne, da haben die ja auch im Müll eben diese Sachen gefunden. Da hat sie wohl irgendwie beim Polizisten aber irgendwie ein Magazin Chicks with Dicks gefunden und diskreditiert den so. Was macht die noch mit den anderen? Ich weiß gerade gar nicht, aber irgendwie kriegt die es halt hin, auf so wirklich so plumpe Weise, die eigentlich zu diskreditieren, ohne aber die eigentlichen Beweise, die ja komplett gegen sie sprechen, zu entkräften. Und das ist ja das Krasse, dass das aber funktioniert, dass die Meute und die Menge immer mehr dadurch auf ihre Seite ist und dass die Zeugen, obwohl
ja, die haben halt auch so ihre Flaws halt so, aber die sagen ja alle die Wahrheit. Das ist ja das Ding. Es geht um 6 Morde. Und es geht um 6 Morde, ja. Und die sagen alle die Wahrheit, aber irgendwie durch... Ja. Und das fand ich einen coolen Kniff, weil das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, dass sie dann so durch ihre Redegewandtheit es schafft, die alle auseinanderzunehmen. Ja, eine Manipulatorin vor dem Herrn. Ja. Weil alle ja Echt doch stark. irgendwie noch denken, ist ja die liebe... Ja, stark. Die liebe Serial Mom. Und richtig cool finde ich eigentlich, dann wird die tatsächlich freigesprochen von der Jury. Dann siehst du dann ja schon Interviews irgendwie von Juryleuten oder von Leuten, die drumherum sind, auch von so älteren Frauen. Ja, ich wollte auch schon immer mal irgendwen umbringen und ne, irgendwie so da kommt eher so dieses Verständnis halt dafür raus. Und die schafft es nicht mal aus dem Gerichtssaal rauszukommen, die Serial Mom. Redet da schon auch mit dieser Susan Summers, die spielen soll, reden dann so drüber. Und in der kurzen Zeit schafft die es dann schon, das Jurymitglied mit den weißen Schuhen umzubringen. Dennoch also Opfer 7 dann. Während dem Gang nach draußen, wo alle da sind, die Presse, die Darstellerin, ihre Familie, alle sind da. Ja. Und die schafft das trotzdem, sich 10 Sekunden zu nehmen, um mal eben die eine Frau mit den weißen Schuhen umzubringen. Ja. Die Mode hat sich geändert. Irre. Nein, hat sie nicht. Und hat dir das deine Mama nicht gesagt? Ja, mit dem Telefon totgeprügelt. Ja. Sehr schön schwarzer Humor. Auf jeden Fall. Und dann endet der Film halt im Prinzip, ne, dass die mit dieser Darstellerin redet. Man hört den Schrei und dann ist die Mimik von Susan Summers, die sich da selber spielt, auch so, okay, fuck, das war die. Jeder weiß es sofort, okay, irgendwer ist tot und es war die Serial Mom. Ja, die hat dann begriffen, dass das nicht eine unschuldige, starke Feministin ist. Ja, obviously. Ja, und dann ist der Film halt auch vorbei und endet halt mit so einem herausfordernden, bösen Lächeln von Kathleen Turner. Genau. Und wir haben es ja schon gesagt, ich fand... einen kalten Blick. Ja. Und dann wird auch nochmal, um das Ganze dann auch nochmal ins Absurde zu führen, im Abspann nochmal die Musik von dem Annie-Musical eingespielt. Was auch eines der Opfer was auch während eines der Opfer nämlich sich... Die mit dem Braten erschlagen wird, ne? Ja. Also da ist so eine alte Dame, die lässt sich von ihrem Hund die Füße lecken, während die ein Musical guckt. Szene, Das ist auch wieder so eine Sache. Also und währenddessen wird die dann, und dann kommt Serial Mom und er schlägt die mit einem Braten. Ey, das auch übrigens, das ne? Ist schon cartoonig. Apropos so Sachen, also apropos, das hatten wir noch nicht, aber so Sachen, die schlecht altern in Filmen oder anders altern, als es die Intention war. Alle Filme, die man da sieht, sind ja irgendwelche Horrorfilme, ne? Ja. Von Texas Chainsaw Massacre, was auch immer. Ja. Und diese Frau, die dann soll ja so was Gutes gucken, die bringt Ghost Dad mit Bill Cosby zurück. Ja. Nicht zurückgespult, wofür die sterben wird, weil die halt das Band nicht zurückgespult hat. Die Älteren werden wissen, was das heißt. Man musste Videokassetten, als es die gab, und man die zurück zur Videothek gebracht, dann mussten zurückgespult werden. Ja, oder man hat eine extra Strafe bezahlt. Oder man hat eine Strafe dafür bezahlt, genau. Und die bringt halt Ghost Dad zurück, weil es ist ja so schön, ich bin großer Bill Cosby-Fan. Und jetzt natürlich halt, die 30 Jahre, die später nach dem Film, ist der halt letzten Endes von den ganzen Darstellern und von dem Film der böseste und im Realen das Monster halt. Ja. Was er damals aber gar nicht war. Man vergisst einfach heute, konnte man aber auch damals nicht kommen sehen. Bitte? Das konnte man nicht kommen sehen. Nee, das konnte man nicht. Das war ja der Saubermann der Nation. Ja. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber Alter, Cliff Huxtable. Ja. Nee, also genau, also die Story um Bill Cosby oder diesen kleinen Gag, welcher Film zurückgebracht wird, spielt ja im Endeffekt gar keine Rolle. Das hätte ja jeder Film sein können. Es ist halt witzig, dass es ausgerechnet wurde einfach nur Bill Cosby erwähnt, jeder weiß, was das ist. Und die wurde halt umgebracht, weil die den Film nicht zurückgespult hat. Die alte Dame. Und hier, Kathleen Turner war, um nochmal hier ein bisschen in die Abfeierei von ihr zu gehen, die war gar nicht die erste Wahl ursprünglich. Also es haben sich viele bekannte Schauspielerinnen auf die Rolle beworben. Okay. Unter anderem Susan Sarandon wollte das machen, aber die war dann irgendwie, wollte zu viel Gage haben. Und einige andere Schauspielerinnen, die ungenannt bleiben, viele wollten das machen, aber die haben gesagt, mach die bitte weniger böse und schreib das bisschen netter. Und das hat John Waters gar nicht gefallen. Und Kathleen Turner war halt die einzige, oder die erste zumindest, die gesagt hat, ist alles okay, lass das so, ich komme auch zu einer Audition. Und dadurch hat die Rolle bekommen.
Geil. Und ich finde krass, dass das so diese Fügung war, weil ich kann mir den Film mit niemand anderem vorstellen als mit ihr. Ich finde, die ownt den Film total. sowas von. Das ist vielleicht sogar ihre beste, ich muss dazu sagen, ich kenne nicht alle Filme von ihr. Ich kenne noch halt hier Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Den Rosenkrieg. Bitte? Der Rosenkrieg. Der Rosenkrieg auf jeden Fall. Der ist super. Wusstest Da du da spielt eigentlich, die dass aber da, auch so stark. da spielt die auch wirklich stark mit Michael Douglas zusammen. Und wusstest du, dass der Rosenkrieg Regie Danny DeVito war? Ja. Das wusste ich ganz lange nicht. Das fand ich krass, weil DeVito hat ja nicht so viele Filme. Nee, der hat aber auch da eine kleine Rolle drin. Ne? Ja, der ist der Anwalt. Ja, genau. Der ist ja der Anwalt, ja. Bei dem muss ich auch nochmal gucken. Der war wirklich sehr, sehr cool. So. Und Peggy Sue hat geheiratet. Den muss ich ja noch mal super. Der lohnt auch total. Der lohnt total. Und witzigerweise hat Michael Douglas, die haben ja öfter so im Rosenkrieg zusammen und auf der Jagd nach dem grünen Diamanten haben die ja schon zusammen gearbeitet. Und der hat auf der Suche nach dem Juwel vom Nil. Genau, was Teil 2 von Auf der Suche nach dem grünen Diamanten ist. Der hat versucht, ihr die Rolle auszureden, heißt es. Krass. Ja. Gut, dass er sie nicht überzeugt hat. Ja, nee. Das ist wirklich, also der Film hat dadurch sehr, sehr starke Pluspunkte auf jeden Fall bekommen, dass die die Figur so stark spielen kann und die einfach auch immer die Szene einnimmt. Ja, also wie gesagt, die ownt den Film einfach komplett. Und die ganzen anderen Darsteller sind ja bei weitem nicht schlecht, die machen das alle gut. Wirklich alle machen das gut. Da sind übrigens noch ein paar Leute auch aus der Zeit dabei, wo hier aus dieser Trash-Trilogie und so, die mit Waters immer wieder was gemacht haben. Die Nachbarin zum Beispiel halt, die waren da halt in verschiedenen Filmen. Fällt gerade noch ein, die Gruppe von Leuten damals um diese Trash-Trilogie, die wurden dann auch The Dreamlanders genannt. Okay. War dann so der Name, den die dann halt irgendwann bekommen haben. Und das war dann jetzt aber auch einer der letzten Filme von John Waters. Der hat danach halt noch Cecil B. Demented gemacht, der übrigens auch richtig cool ist. Und danach hat die noch einen Film gemacht, wo das fand ich witzig, weil das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, wo Johnny Knoxville mitgespielt hat. Und das war dieser 2004er A Dirty Shame. Der kam wohl nicht so gut an halt. Ich habe den auch selber nicht gesehen. Ja, den kenne ich auch nicht. Da geht es wohl irgendwie darum, dass eine Hausfrau irgendwie, oh Gott, entweder die kriegt einen Schlag auf den Kopf oder einen Herzinfarkt und wacht dann sexbesessen wieder auf. Okay. Irgendwie sowas ist das. Aber gesehen habe ich nicht. Aber Johnny Knoxville spielt halt eben mit. Der war aber kein Erfolg, der Film. Und dann hat John Waters so für sich gesagt, ja, ey, ich mach das nicht mehr. Die hat wohl Angebote bekommen, wieder für so Independent-Filme und so, für kleinere Produktionen. Er hatte nämlich zu der Zeit dann halt auch ein relativ großes Budget und hat dann aber gesagt, ja, nee, habe ich gemacht, mache ich nicht und ist dann ja auch eher so als bildender Künstler, Fotograf, irgendwie solche Sachen hat er gemacht. Hat dann irgendwann mal auch ein Buch geschrieben, wo der so durch die USA gehitchhiked ist und hat dann solche Sachen halt gemacht. Aber halt keinen Film mehr gibt's von ihm. Er lebt noch, aber er dreht keine Filme mehr. Also was mir ist auf jeden Fall noch, wenn ich an John Waters denke, der ist auf jeden Fall auch wieder hier der Kreis, der sich schließt, dass der in den Chucky-Filmen eine kleine Figur gespielt hatte, wo der nämlich auch einen Regisseur spielt, der irgendwas, ich glaube, diesen Chucky-Film drehen will, also den Film im Film. Und der dann auch ganz, ganz böse sterben muss. Okay, boah, das ist gar nicht vor Augen. Das ist auf jeden Fall noch so eine Sache, wo ich an John Waters denke. Aber was ich zu dem Film hier, Serial Mom, noch sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist und immer positiv auffällt, ist immer eine gute Synchronarbeit. Und da ist wirklich eine riesen Latte an Synchronsprechern aus der alten Zeit und die gerade neu angefangen haben in dem Metier, die heute immer noch da sind. Also ob es eine mini kleine Rolle von David Nathan zum Beispiel gesprochen wird oder eben Simon Jäger, den kennt man vielleicht auch als Sprecher, der hat auch viele Hörbücher und sowas gemacht. Der spricht nämlich zum Beispiel den Matthew Lillard. Und dann ist dann auch Roland Nitschke, also die Stimme von Bruce Willis. Das ist eine Polizist, also nicht Manfred Lehmann, sondern die ältere. Ja. Stimme, und also eine riesen Liste und was mir als erstes aufgefallen ist, war aber die Stimme von Ricky Lake, die von Dorette Hugo gesprochen wird, wo ich dann an Nightmare on Elm Street denken muss. Ja, das ist ja dein Nightmare ist Mickeys komplettes Herz, was eigentlich? ist mein Herz. Ist dein Herz, genau.
Das ist Und also wenn man einen Film sehr oft gesehen hat und auf sowas achtet, auf Synchronsprecher und sowas, dann merkt man natürlich, wenn die Stimme irgendwo wieder auftaucht. Ja. Also mir ist auch aufgefallen, dass ich viele Stimmen kannte. Ich kenne die halt dann nicht so namentlich wie du. Aber ja, auch da auf jeden Fall High Quality. Ja. Und ja, es ist um langsam auch mal so einen Abschluss hier zu finden, wirklich ein cooler Film, den man also ich finde, der macht auch gute Laune. Ja, der ist auf halt jeden so Fall, auf jeden böse, Fall. aber Das war genau das Richtige heute. Wir haben den ja, wie gesagt, relativ spontan eingeschoben, den Termin, und hat auf jeden Fall wirklich Bock gemacht. ja, das freut mich, dass er dir gefallen hat. Ja, cool. Da habe ich hier auf meinem schlauen Zettel noch irgendwas, was ich unbedingt erwähnen wollte. Geplapper und Geplapper. Geplapper über Geplapper. Nö, ist eigentlich alles drin. Ein Name wollte ich noch droppen, als hier in der Toiletten, also der Freund auf der Toilette ermordet wird und da dieser eine Mann reinkommt, der schreit dann ja so, der Howie-Scream. Natürlich. Ach ja, okay. So. Alles klar. Weil nicht der Wilhelm-Schrei, Genau. sondern der Howie-Scream. Ja, der ist ja auch sehr, sehr oft benutzt. Genau, den kennt auch jeder und wenn nicht, dann ich glaube, da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, über den oder? Howie-Scream? Oder in irgendeinem Gespräch, wo wir uns so unterhalten haben, haben wir, glaube ich, mal über den zweiten Schrei gesprochen und sind nicht auf den Namen gekommen. Das kann sein. Ja. Ja, ich glaube, du hast recht. Irgendwo klingelt's. Aber das war, glaube ich, nicht hier on air. Alles gut. Naja. Wie auch immer. Das sind immer wahre Worte. Das kann man immer sagen. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt gute Laune. Ich auch. Ich nehme jetzt ein Messer und fahre los. Ja, das ist sehr cool, ja. Ja, Cool. War wirklich gut und vielleicht hat das ja euch auch interessiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns Kommentare da, gebt uns ein Like, wenn man das so sagen darf, und abonniert den Kanal und alles dies und die Glocke Genau. und so All weiter. das Ne, wir freuen uns auf jeden Fall über die Hörerschaft und haben weiter Lust darauf. Auf jeden Fall. Ob wer zuhört oder nicht. Genau. In dem Sinne, guckt den Film und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö.